Aus meiner Sicht liegt das grundsätzlich daran, dass es ja so ist, da macht irgendwer eine politische Strategie in einem der Häuser, das wird dann beschlossen und dann sitzt da am Ende ein Referatsleiter, dem wird zugeteilt, hallo, du musst dich um das Projektfeld Datenatlas kümmern und du kriegst da jetzt 100 Millionen Euro oder wie viel auch immer und sollst dann irgendwas machen. Und dann sitzt du da und du bist Jurist, weil wir wissen ja, Juristen in Deutschland, die können eigentlich alles in der Verwaltung. Also Fachleute braucht man nicht, wir brauchen in der Verwaltung Generalisten. Das ist zumindest so, wie gerade Verwaltung in Deutschland in der Regel funktioniert. Und als Jurist sitzt du dann da und denkst dir so, ja, keine Ahnung, wie ich mir einen Datenatlas kaufe. Und was ich dann mache, ist in der Regel, dass ich mir externes Know-how reinhole. Das mache ich über so Rahmenverträge in der Bundesverwaltung, über die man Beratungsbuden bei sich reinholt. Das sind in der Regel 3 Partnerverträge, das heißt mehrere Beratungsfirmen zusammen kann man zukaufen über ja, so einen zentralen Einkaufsvertrag. Und dann kriegt man so generalistische Berater, die vielleicht schon mal was mit IT gemacht haben. Das sind in den großen Beratungsfirmen immer die Leute, die man gerade sonst nirgends hinstecken kann, weil man ja so große Rahmenverträge hat. Das heißt, der Tagessatz ist relativ niedrig. Das heißt, man kriegt dann einen mittelkompetenten Berater einer sehr großen Beratungsfirma und der macht dann die operative Arbeit oft in den Referaten und der denkt sich dann aus, so könnte die Umsetzungsstrategie davon aussehen. Und dann ist man an dem Punkt, dass man diese Umsetzungsstrategie natürlich irgendwie ausschreiben müsste. Also man müsste einen Partner finden, der das für einen baut. Aber ausschreiben muss man tatsächlich gar nicht, wenn man die Bundesdruckerei beauftragt, weil die Bundesdruckerei ist nämlich Inhouse-vergabefähig, die gehört ja zu 100% dem Bund. Und das heißt, man kann denen dann ein Projekt drüber werfen und die Bundesdruckerei wird am Ende des Tages ja wie ein Unternehmen geführt. Das ist ja so aus der New Public Management Zeit in den 90ern, wo man gesagt hat, wir gliedern alle möglichen Teile der Verwaltung in GmbHs aus und diese GmbHs, die müssen dann eigenwirtschaftlich arbeiten. Sprich, die Bundesdruckerei hat ein Eigeninteresse daran, möglichst viel Geld für möglichst wenig Aufwand zu bekommen, weil dann bekommen vielleicht auch die Geschäftsführer einen besseren Bonus. Also so funktioniert ja die Incentivierung da. Gleichzeitig sind sie aber ja der einzige Auftragnehmer, also sie mussten nie in einem Wettbewerb teilnehmen, um das Ganze zu bekommen. Und dann haben die natürlich ein Interesse dran, mit vielleicht ein paar Praktikanten oder so ein Produkt zu bauen. Und da wäre es natürlich fast unangenehm für die, wenn sie nicht die 25 Millionen ausgeben müssten, weil sie eine Open-Source-Lösung nehmen können. Also da ist niemand daran incentiviert, eine möglichst effiziente, gute und sinnvolle Lösung zu bauen oder sich an irgendeinem Punkt die Frage zu stellen, ob man das Projekt überhaupt braucht, weil der Referatsleiter möchte natürlich möglichst viel Budget bei sich haben, weil das gibt dem natürlich ein gutes Bild in der Verwaltung, wenn er viele Projekte hat, wenn er busy ist.